gern mit euch auf der Reise unseres Lebens. Hallo in dem neuen Video. Jetzt ist es soweit, es geht durch den Panama-Kanal. Noch nicht heute, sondern morgen früh. Heute fahren wir aber aus der Marina raus. Wir tanken jetzt gleich auch noch auf, verabschieden uns hier von allen und dann geht es draußen in die Ankerbucht. Und da werden wir morgen früh um 4 Uhr morgens von den Piloten abgeholt. Und dann geht es durch den Panama-Kanal. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Wir haben auch schon alle Fender und hier Leinen an Bord liegen. Genau, alles bereit eigentlich. Ich bin auch schon, es ist erst morgen, aber ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Es ist einfach ein Riesensprung in den neuen Ozean. Boah, ich sehe hier fast nichts. Da müssen wir hin. Wir sind ein Tankboot. Wir müssen ganz langsam auftanken, weil sonst kommt unsere Entlüftung von unserem Dieseltank nicht hinterher. Dann sprudelt es hier ein bisschen raus. Der raus, ey. Und diese Maschine Eine Waffe. sieht ganz und gar nicht so aus, als ob die langsam tanken kann. Oh Gott. Ja, das ist echt erschreckend Angst. Das macht Angst irgendwie. Mega. So, wir sind beinahe voll. 393 Liter haben wir reingetankt. Heißt, die Tanks sind wieder auf mindestens 3/4 voll. Wir wollen es aber jetzt nicht ganz ausmerzen, weil wir eben nicht genau wissen, wann es übersprudelt. Aber so, da kommen wir auf jeden Fall super weit mit. Wir sind wieder am Pier und wie so oft hier wird man vom Regen überrascht und was ziemlich cool ist und was wir das erste Mal so sehen, ist das hier. Ich hoffe, es stellt scharf. Das ist 1 Liter Sprit. Da kriegt man genauso versiegelt, kriegen einen wir und einen behalten die und das ist quasi die Garantie, dass der Sprit gut ist und falls man irgendwie Probleme hätte, würde da Versicherung zahlen und Wir haben ein Receipt und alles bekommen. das ist quasi, weil die eben kommerzielle Boote tanken, bekommt man das und dann kann man sich halt wirklich sicher sein. Auch einfach, weil man halt sieht, dass der Sprit gut ist, dass da keine Dieselpest drin ist. Hatten wir schon oft genug Probleme und sind wir seitdem irgendwie immer vorsichtig, schauen uns den Sprit genau an. Ja, jetzt regnet es wieder. Wir machen jetzt noch eine kleine Verabschiedungstour und wer unsere Norwegen-Radeltour kennt, der kennt diese Jacken. Die waren noch im Lockerroom. Sau gut. Wer hat da wieder nicht abgepasst? Hoffentlich waren wir das nicht. Ist alles sauber. Boys. Ist auf jeden Fall eine besondere Marina hier von der Community auf jeden Fall. Ja, es war jetzt gleich auch sehr extrem durch die ganze Corona-Sache, weil es eine richtige eingeschworene Gemeinschaft geworden ist. Es sind aber auch nur Langfahrtensegler hier und das Ja. macht das Ganze auch so besonders, weil jeder macht irgendwie das Gleiche und hat die gleichen Interessen und Ja. will irgendwo in die gleiche Richtung sogar. Und trotzdem ist Panama nicht unser Favorite. Uns regnet es hier zu viel, uns ist es zu feucht. Wir freuen uns deshalb jetzt auch, dass so in Mexiko oben es wieder ein bisschen trockener wird. Das Keine ist einfach Moskitos. mega nervig. Erstens Moskitos, wenn die Luken nicht ganz dicht sind, dann ist es auch ein bisschen blöd. Mit dem Boot ist immer Feuchtigkeit. Ja. Aber sagen- trotzdem ein cooler Platz hier. Jetzt sagen wir noch dem Marina-Manager Ciao. Der ist ein super klasse Typ. Und dann zischen wir schon ab. Good. Good luck with everything. Thank So you. you go out to the anchorage now and then Yep. it's early tomorrow morning, huh? 4 a.m. Nice. Not used to that anymore. Good luck, mate. Good. Good luck. Thanks. Bye.
Very nice to meet you, man. Hey, same for me. I hope for you that can- the leopard comes as soon as possible. And you can Go continue. And you take care in all your adventures. We do. Yeah? I will continue following you. Perfect. Take care. Nice meeting you. Bye. Jeder hat 4 Leinen und 4 Fender. 4 Leinen, 4 Fender, ja. Ihr seid bereit? Wir sind bereit, loszufahren. Ich freue mich Nice. schon. Bye bye. Diesmal nicht nach Deutschland per Flieger, sondern tatsächlich weiter mit dem Boot in den nächsten Ozean. Mega geil. Das entfernt uns nochmal richtig weit von daheim auf jeden Ja. Fall. Es ist eher wie so eine Atlantiküberquerung, weil man nochmal so einen Schritt weiter von zu Hause wegkommt. Man hat noch so eine riesige Barriere zwischen sich und der Heimat. Ja. Aber es fühlt sich eigentlich nur gut an. Weil auch wenn es streckenmäßig natürlich nur 40 Meilen sind, die man sich jetzt entfernt, weil auf einmal gibt es die Option, in 3 bis 4 Wochen heimsegeln einfach nicht mehr. Außer man will nochmal 2000 Tacken abdrücken. Und ja, irgendwie im Kopf entfernt er das nochmal richtig. Aber wir haben da echt Lust drauf und freuen uns. Jetzt machen wir noch einen kleinen Stopp bei unserem dritten Boot. Wir fahren ja mit den Tulas und mit dem dritten Boot durch den Kanal. Heißt, man schnallt sich dann in so einem Paket zusammen während dem Schleusen. Und da wir in der Mitte sind, brauchen wir die Fender und Leinen gar nicht, sondern eben das dritte Boot. Und da fahren wir jetzt auch kurz vorbei und schmeißen ihm die Leinen und die Fender rüber, damit morgen auch er bereit ist. Oh, jetzt hält der Anker hier nicht. So ein, ich glaube, dass hier ganz weicher Schlick ist und den zieht es einfach durch wie so ein Flug. Der fängt sich nicht. Auf ein neues. Der Anker hebt. Endlich. Ihr habt jetzt gesehen, von hell zu dunkel. Also wir waren jetzt ewig beschäftigt. Jetzt futtern wir noch irgendwas Kleines und dann machen wir uns auch schon in die Haie, damit wir morgen um 3:30 fit sind. Genau. Ah ja, und wir waren noch gerade bei unserem dritten Kompagnon. Super cooler Typ. Weiß gerade nicht so genau, wo er hin will, aber will wahrscheinlich nach Hawaii danach. Ja, die lernt ihr morgen kennen. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir sind gerade schon aufgewacht. Es ist 3:30 Uhr. Haben auch gerade schon die Nachricht bekommen, dass die Piloten sich verspäten. Die kommen erst um 5 Uhr, also eine Stunde später. Jetzt wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Wir gehen jetzt wieder schlafen oder bleiben wir wach. Ich glaube, wir dösen noch mal ein bisschen. Dann geht es eine Stunde später los. Oh, schon verdallert hier. Es ist mittlerweile schon fast 5. Wir sind um 3:30 aufgestanden. Hat sich jetzt ein bisschen verspätet. Jetzt haben wir gerade die Durchsage bekommen, wir sollen eine Decklight anmachen, damit sie uns identifizieren können. Und jetzt kommt gleich unser Pilot an Bord.
So, wir warten jetzt gerade noch auf Tula und auf den Jay. Der Tula ist gleich da und dann machen wir uns wahrscheinlich schon fest mit denen und dann geht's auch schon in die Schleuse. Sonne ist auch schon aufgegangen. Puh, bin auch schon aufgeregt. Tula sind schon fest an uns und jetzt kommt noch der Jay mit der Wonder Surf auf die andere Seite und dann gehen die zwei auch in Neutral, heißt die machen beim Engine gar nichts mehr und wir steuern eigentlich dieses ganze Paket und von den zwei seitlichen Booten, also von Tula und Wonder Surf, handeln wir dann die Line. Aber das ganze Manövrieren übernehmen wir. Also wir sind dafür verantwortlich, beziehungsweise Tim, dass wir schön in der Mitte bleiben. Aber das sollte eigentlich relativ lässig sein. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir haben genug Platz da drin. Also wir fahren jetzt gerade in die Schleuse. Jetzt direkt. So, jetzt geht gerade die Schleuse hier zu, hinter mir. Und wir sind mit jeweils 2 Leinen pro Boot fest. Also insgesamt sind wir nur mit 4 Leinen befestigt. Aber hier sind fette Leinen, die halten es auf jeden Fall aus. Und wenn die Schleusen zu sind, dann kommt glaube ich auch schon direkt das Wasser. So, das Wasser ist jetzt schon reingeflossen. Wir sind fast ganz oben. Und jetzt geht es gleich in die nächste Schleuse. Ich glaube, es sind 3 Schleusen hier insgesamt. 3 oder 2. Weiß ich nicht genau. Aber war jetzt nicht schwierig. Der Sog, der hier durchkommt, ist schon brutal. Also man ist in einem richtigen Fluss. Da müssen die Leinen schon was halten. Also wir sind jetzt ganz oben, man sieht auch schon hinten über die Schleuse drüber. Und jetzt kommt das gleiche quasi nochmal. Wir fahren quasi hinter dem Containerschiff dann durch und machen uns nochmal fest und werden nochmal hochgeschleust. So, jetzt geht's weiter. Wir fahren in die nächste Schleuse und die laufen mir so mit. Da wir jetzt dritt sind und zu dritt auch in den Pazifik reinfahren, müssen wir durch den ganzen Kanal die gleiche Geschwindigkeit fahren. Und da richten wir uns nach dem langsamsten Boot. Also wir werden so um die 5 Knoten fahren, denke ich. Ist auch vollkommen okay. Dann sind wir in einem Tag durch. Sind wir quasi heute Abend im Pazifik. Ich kann es eigentlich noch gar nicht irgendwie realisieren und glauben, weil das so, man hat so diesen Schritt und der ist so schnell überwunden. So, jetzt haben wir auch die zweite Schleuse geschafft. Wir sind schon echt richtig weit oben, muss man sagen. Ich glaube, es kommt sogar noch eine Schleuse. Also das gleiche Spiel nochmal. So, ich schmeiße jetzt gleich die 4 Festmacher wieder ins Wasser und dann gebe ich Gas und fahre in die nächste Schleuse.
Rückschallruder ist eine enorme Hilfe. Man kann einfach immer das Boot wieder gerade schieben oder alle 3 Boote gerade schieben. Das hat, glaube ich, 3,5 kW, heißt das hat unglaublich viel Kraft eigentlich. Ich kann hier mit 2 Knöpfen alle 3 Boote immer gerade halten. Das funktioniert echt sehr gut. Ohne müssten die anderen beiden mit ihren Motoren immer vorwärts, rückwärts einkuppeln, damit wir gerade bleiben. Aber so kann ich wirklich das ganze Pack kontrollieren. So, das war die letzte Schleuse. Wir sind oben. Jetzt fahren wir in den See rein. Wir haben auch mega Glück mit dem Wetter. Das Wetter ist blauer Himmel und es ist hier nicht sehr häufig. Es regnet eigentlich die meiste Zeit. Und jetzt haben wir echt saugutes Wetter abgepasst für diese Überfahrt. Also besser hätte es gar nicht sein können. So, jetzt schmeißen wir gleich die Leinen wieder rein und dann geht's los. Ab in den Gattunsee und in die Durchfahrt, durch die eigentliche Durchfahrt, durch den Kanal. Aber jetzt müssen wir das ganze Land ja durchqueren. Das dauert bis heute Abend wahrscheinlich. Here we go. Great job, guys. Congratulations. Thank you. Going down. We just go. We never stop because we need to be. Wir haben es fast geschafft. Noch eine halbe Stunde ungefähr. Einziges Ding ist, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten, weil unser eigentliches großes Schiff, man geht immer mit einem großen Schiff eben durch, ist schon durch. Die haben uns ein bisschen abgehängt. Und für die Schleuse müssen wir eben warten, dass da ein passendes noch kommt. Darum kann sein, dass wir noch ein bisschen warten müssen, aber sehr cool. Bisher hat alles super geklappt. Mit dem Wetter hat es auch echt gut hingehauen. Gestern hat es ja den ganzen Tag geregnet, darum dachten wir schon, es wird vielleicht ein bisschen eklig, aber wir haben echt einen sehr schönen Tag erwischt. So, wir sind jetzt vor der Schleuse. Wir müssen aber noch warten. Und während wir jetzt warten, machen wir uns schon mal da fest und machen uns schon mal zusammen. How is it looking over there? Und es geht los. Die Tore sind auf Yeah, just very quickly. und jetzt müssen wir da rein, ne? I always like when it turns on. Okay, wir sind fest, hängen in der Schleuse und jetzt geht's in den Pazifik. Geil. Das Prozedere ist jetzt fast das gleiche wie beim Reinfahren, nur umgekehrt. Jetzt zieht man nicht die Leinen ran, sondern man führt sie auf, also man gibt ihnen nach und lässt sich dann quasi langsam ab.
wenn das Wasser eben auch abfällt. Und da kommt doch schon unser Schiff. So, wir fahren jetzt im Pack weiter zur nächsten Schleuse, das ist ungefähr eine Seemeile. Oder nicht mal. Und dann ist die nächste Schleuse und dann sind wir im Pazifik. Top. Last one. So, das vorletzte Tor öffnet sich jetzt gerade. Jeder ist schon so ein bisschen müde. Wir sind einfach jetzt, haben uns lange gewartet und den ganzen Tag schon wach seit 3 Uhr morgens, halb 4. Ja. So, jetzt also in die letzte Kammer und dann ab in den Pazifik. Nochmal ein riesen Höhenunterschied jetzt in den Pazifik. Die letzte Schleuse. Ei. Dann ein weiterer riesiger Meilenstein. Ist schon wirklich cool. Mega fertig, ey. Müde. Aber Ja. geil. Ein Meilenstein, den wir gerade erreichen. Sehr nice. Pazifik. Das war's. Wir sind im Pazifik. Fetter Schritt. Geiler Schritt. So, wir haben geankert. Es hat wirklich wieder ewig gedauert. Ich weiß nicht, was mit unserem Anker los ist gerade. Nein, der Untergrund. Der Untergrund ist scheiße, ja, aber das war wirklich... Oh Mann, wir fahren da rückwärts, eingekuppelt nur, aber fahren halt 2 Knoten rückwärts mit, keine Ahnung, gefühlt 30 Meter Kette draußen und dem 40 Kilo Anker und es hat wirklich überhaupt nicht gehalten, mehrmals jetzt. Und das treibt einen wirklich zur Weißglut noch. Und der Tag war schon lang. Ich bin schon komplett fertig, ey. Ja, saumüde. Abartig Hunger. Erstmal eine Papaya. Ja, geil, das mache ich jetzt auch gleich. Wir wollten noch einmal Danke sagen, weil das einfach dass uns möglich ist, hier diese Reise zu machen, dass wir hier durch den Panama-Kanal fahren konnten. Mega der Das- Meilenstein, ja. der jetzt gerade, den wir geschafft haben. Und das haben wir auch, eigentlich haben wir es auch nur wegen euch geschafft, weil wir wurden so supported bei allem, was wir machen hier und kriegen immer gutes Feedback und das bestärkt uns so und werden echt richtig nice unterstützt. Ja, ist alles komplett Ja. nur möglich wegen euch. Und, Genau. Vielen Dank. Genau, vielen Wir freuen Dank. uns, das zusammen mit euch weiterzumachen, dieses Riesenprojekt. Und morgen geht's ab in die City. Big City Life. Big City Life. Dieses Video endet jetzt hier. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast und weiter am Ball bleiben möchtest, dann kannst du das jetzt hier tun. Und das... Und hier bei der Papaya. Nee, auf der anderen Seite. Bei der Papaya findest du ein zufällig ausgewähltes Video. Das war jetzt trashig. Ja gut, ciao. Ciao.